Justin Bieber war gefangen in einem System, das ihn von Anfang an zerstörte. Als Kind wurde er entdeckt, doch hinter den Kulissen lauerten Manipulation und Kontrolle. Die Musikindustrie flüsterte ihm ein, sein Erfolg sei nicht verdient, sondern nur Glück. Wer es wagte, das System zu hinterfragen, galt als undankbar. So wurde Justin zu einer Marionette, gefesselt an Verträge und Menschen, die ihn für ihre eigenen Profite ausbeuteten. Im Dezember 2022, als die Schulden über ihm zusammenbrachen und die finanziellen Probleme außer Kontrolle gerieten, traf er eine Entscheidung, die ihn für immer verfolgen würde. Er verkaufte seine gesamte Sammlung von 291 Songs für $200 Millionen. Mit nur 28 Jahren war er der jüngste große Künstler, der sein gesamtes Werk verscherbellte, als Rettungspaket für Schulden, die das System selbst verursacht hatte. Doch der wahre Preis war nicht nur finanziell. Justin feuerte seinen langjährigen Manager Scooter Braun, der über Jahre seine Geschäfte kontrolliert hatte. Doch der Schatten des Systems blieb. Braun verlor viele Stars, Taylor Swift etwa beschuldigte ihn, ihre Musik zu missbrauchen und ihre Karriere zu zerstören. Die Industrie, die Justin rettete, war gleichzeitig sein Gefängnis. Seine Ehe mit Hailey sollte Stabilität bringen, doch auch sie wurde zu einem Spielball der Medien. Jede Geste, jedes Lächeln, jede Spannung wurde zum Stoff für Spekulationen und Klicks. Die Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August 2024 brachte keine Ruhe. Justin kämpfte um seine Privatsphäre, konfrontierte die Paparazzi, doch seine verzweifelten Worte wurden zu Memes und Witzen. Sein Verhalten wurde zunehmend erratisch. Auf Instagram postete er Videos mit verzerrtem Gesicht und wirrem Gerede, sprach von Alaska, von Angeln, von religiösen Erfahrungen. Sein Körper wirkte zerbrechlich, seine Augen verloren den Glanz. Hinter der Fassade einer glänzenden Karriere verbarg sich ein gebrochener Mann, der gegen Dämonen kämpfte, Drogen, Alkohol, psychische Krankheiten. Während sein Team betonte, es gehe ihm gut, war die Wahrheit unausweichlich. Seine Mutter gestand später, wie sehr sie Angst hatte, die falschen Entscheidungen für ihn zu treffen. Sie sah, wie ihn das System immer tiefer verschlang, wie es ihn mit Diddy und anderen einflusste, die später von Anklagen überschattet wurden. Justin wurde Teil eines kriminellen Netzwerks, das junge Talente nicht fördert, sondern zerstört. Im Juli 2025 zahlte er Scooter Braun $30 Millionen, um seine Freiheit zu erkaufen, und veröffentlichte sein erstes Album seit 4 Jahren, Swag. Ein düsterer Spiegel seiner Seele, ein lauter Schrei nach Heilung, der von der Industrie gleich wieder kommerzialisiert wurde. Seine Suche nach Sinn führte ihn in die Arme von Hillsong, einer Kirche, die mehr einem Kult glich als einem Zufluchtsort. Justin wurde abhängig von charismatischen Führern, deren Machtspiele und Skandale ihn nur tiefer in Abhängigkeiten zogen. Seine Geschichte ist keine Ausnahme. Sie ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was Hollywood mit Kindern macht. Vom jungen Michael Jackson bis Britney Spears, die jahrelang in einer konservatorischen Gefangenschaft litt, bis zu den südkoreanischen Trainees, die von klein auf ausgebeutet werden. Die Industrie produziert kein Kunstwerk, sie produziert Trauma. Sie verwandelt das Leben von Kindern in ein Spektakel, aus dem sie Profit schlagen, egal wie sehr die Seelen darunter zerbrechen. Und Justin? Er braucht keine Rückkehr. Er braucht einen Ausweg. Denn diese Maschine gibt nicht auf, bis sie dich zerstört hat. Und dann fängt sie von vorne an, mit dem nächsten Kind, das sie zerbricht und verkauft.